Gestern Abend wurde ein kleines Vorstadthaus zum Tatort. Ein erneuter Mord in Scartown. Ein Nachbar der 23-jährigen Lisa Carlson hörte einen Schrei, hat dann die Polizei alarmiert. Wir waren vor Ort. Können Sie uns sagen, was genau passiert ist? Es war um etwa 2 Uhr morgens, als ich wegen eines Schreis aufgewacht bin. Ich hatte Todesangst, also habe ich die Polizei gerufen. Ich habe alles abgeschlossen und abgewartet. Was ist dann passiert? Ich habe durch das Fenster gesehen, wie sie ankamen und das Haus stürmten. Immer mehr Leute kamen an. Krankenwagen, Rechtsmediziner, FBI. Ab 3 Uhr nachts war hier die Hölle los. Haben Sie noch irgendwelche weiteren Informationen? Nein, ich weiß genauso wenig, wie Sie es tun. Ich möchte aber mein Beileid an alle Bekannten des Verstorbenen richten. Nichts, was ich nicht schon wusste. Aber ich habe etwas, was du noch nicht wusstest. Ein Stoffstück eines Pyjamas wurde am Körper der Leiche gefunden. Du willst mir wirklich erzählen, dass der Mörder ein Pyjama getragen hat, während er kaltblütig einen unschuldigen Menschen ermordet hat? Ja, das ist genau das, was er versucht, Ihnen zu sagen. Ich bin Sondereinheit Wilson vom FBI. Dieser Fall ist sehr besonders. Morris von der Kriminalpolizei. Und das ist Polizist Gomez. Nun verraten Sie mir doch bitte, warum Sie glauben, dass dieser Fall besonders ist. Wir haben Grund zur Annahme, dass der Mord, den Sie untersuchen, dem Muster eines Serienmörders folgt. Der Schlafanzugkiller. Ist es wirklich ein Name für einen Serienmörder? Kannst du das lassen? Wir versuchen hier zu arbeiten. Tut mir leid. Um Ihre Frage zu beantworten, Morris? Ja. Mit diesem aktuellen Fall ziehen wir insgesamt 4 Morde, die wir dem Schlafanzugkiller anrechnen können. Sind Sie bereit, mit dem FBI zu kooperieren, um diesen Serienmörder zu finden und hinter Gittern zu stecken? Danke, David. Ja, zusammen werden wir ihn schnappen. Also wir reden von einem Serienmörder, der bekannt dafür ist, Schlafanzüge während seiner Morde zu tragen? Au! Heiß! Naja, der kommt ja auch frisch aus der Maschine. Das stimmt. Aber es sind nicht nur die Schlafanzüge, sondern jeder seiner Morde fanden um 2 Uhr morgens statt. Zu welcher Zeit, meinte der Gerichtsmediziner, ist das Opfer ermordet worden? Gegen 2 Uhr morgens? Gibt es irgendwelche Motive? Nein, zwischen den Opfern gibt es in keinerlei Hinsicht irgendeine Verbindung. Entschuldigt mich kurz. Kaffee? Einen Schrei? Sie haben also einen Schrei gehört. Um wie viel Uhr war das in etwa? Gegen 2 Uhr morgens. Danke, dass wir Sie befragen durften. Bitte, danke. Arschloch. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde schon fast meinen, dass der Schlafanzugkiller diesen Fall unter seine Kappe nimmt. Ich stimme zwar zu, aber warten wir erstmal ab, was der Gerichtsmediziner zu sagen hat. Apropos Gerichtsmediziner, irgendwelche Neuigkeiten? Wenn man vom Teufel spricht. Detective Morris? Es gibt Neuigkeiten. Na dann legen Sie mal los. Es wurden erneut Stoffstücke eines Pyjamas am Tatort bzw. an der Leiche gefunden. Größere Stoffstücke. Die sollten Sie sich mal angucken. Wir sind unterwegs. Bis gleich. Meine Annahme wurde bestätigt. Größere Stoffteile. Lasst uns losfahren! Zeigen Sie uns die Stoffteile. Das hier ist das größte Stück, das wir finden konnten. Können wir irgendwas durch dieses Stück über den Täter herausfinden? Leider nicht, wir haben alles versucht. Auf dem Stück ist kein genetisches Material einer zweiten Person vorhanden. Das heißt, dieses Stoffteil hat uns dem Schlafanzugkiller kein Stück näher gebracht? Das ist richtig. Todesursache?
3 Stiche im Bauch- und Lungenbereich. Wurde die Tatwaffe gefunden? Noch nicht. Vielleicht sollten Sie den Tatort und Umkreis genauer unter die Lupe nehmen. Das werden wir. Danke. Sie müssen Wilson sein. Morris. Und... Gomez, Polizei Scartown. Richtig. Na, dann legen Sie los. Es war ein einseitiger Kampf. Blutspuren nur vom Opfer. Der Arme hatte keine Chance. Er hat nicht einmal versucht, dagegen anzukämpfen. Mordwaffe? Ein Küchenmesser aus dieser Küche. Der Mörder war definitiv nicht auf diesen Mord vorbereitet, sonst hätte er nicht in der letzten Sekunde ein Küchenmesser vom Tatort genommen. Es ist nicht zu finden, nicht im Umkreis von 500 Metern. Wir haben diesen kompletten Ort durchkämmt. Hier lag die Leiche mit den Stoffteilen, die Sie schon beim Gerichtsmediziner angesehen haben. Sonst noch etwas? Nichts. Wir sind dem Täter keinen Schritt näher. Er weiß, was er tut. Danke, Detective Young. Gerne. Falls Sie etwas finden, lassen Sie mich es wissen. Leute? Stehen bleiben! Bleib stehen! Oh! Bleiben Sie sofort stehen! Jetzt ist es aus, Schlafanzugkiller. Schlafanzugkiller? Du hast 5 Leute umgebracht. Auf den Boden. Umgebracht? Ich habe niemanden umgebracht. Schluss mit lustig, Hände hoch! Er hat ein wasserfestes Alibi. Aber warum ist er dann weggerannt? Wieso sind Sie weggerannt? Er war mein Freund. Wer? Der Verstorbene. Und? Das ist keine Erklärung. Ich wollte ihn besuchen, als ich gesehen habe, dass alles abgesperrt ist. Immer noch keine Erklärung. Wenn Sie mich vielleicht ausreden lassen würden, dann hätten Sie schon bald Ihre Erklärung. Entschuldigung. Ich wusste nicht, was los war. Und dann haben Sie und Ihre Truppen mich so angeguckt. Ich habe Panik bekommen und bin weggelaufen. Auf einmal haben sie mich verfolgt und ich bin losgerannt. Sie hatten Panik? Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe es Ihnen bewiesen. Sie können gehen. Ich dachte wirklich, wir hätten ihn. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Keine Zeit für Witze. Ich glaube, wir haben die Mordwaffe. Was? Wo wurde sie gefunden? Im Wald, da wo wir lang gerannt sind. Das Küchenmesser? Der Täter wenig auf den Mord vorbereitet war, hoffe ich, er hat auch keine Handschuhe getragen. Wenn wir Glück haben, finden wir dieses Miststück über seine Fingerabdrücke. Ach, hoffen wir es. Ich muss los. Ruf mich an, wenn es Neuigkeiten gibt. Hallo? Warum bist du hier? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Moment. Du bist der Schlafanzugkiller?